Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute möchte ich euch erzählen, was ich als Japanerin an Japan mag und was ich an Japan gar nicht mag. Ich habe schon mal so ein Video über Deutschland gemacht. In dem heutigen Video erzähle ich euch also jeweils 5 gute und schlechte Seiten Japans aus Sicht einer Japanerin. Was ich in diesem Video erzähle, sind aber nur meine eigenen Ansichten und meine Erfahrungen. Andere Personen können dies also anders sehen, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen und hat seine eigene Meinung. Meine Ansichten können also nicht verallgemeinert werden. Und vorab kann ich sagen, dass ich sowohl Japan als auch Deutschland mag. Dann, los geht's! Ich erzähle euch zuerst, was ich an Japan mag. Nummer 1. Essen. Ich liebe japanisches Essen. Das japanische Essen ist in letzter Zeit immer stärker weltweit bekannt geworden. In Japan gibt es wirklich viele verschiedene Speisen und die meisten japanischen Speisen schmecken sehr gut. Japanisches Essen ist wirklich vielseitig. Es gibt sehr viele verschiedene Fisch- und Fleischgerichte, die mit einer Vielzahl an verschiedenen Gemüsesorten und oft auch mit Reis kombiniert werden. Japanischer Reis ist wirklich lecker. Wenn ihr wissen wollt, wie man japanischen Reis zubereiten kann, schaut gerne mein Video an, das ich euch hier verlinkt habe. Auch gibt es in Japan super viele Nudengerichte mit ganz verschiedenen Nudelsorten. Es gibt Soba-Nudeln, Udon-Nudeln, Ramen oder auch andere Nudeln. In Japan gibt es wirklich sehr viele verschiedene Nudengerichte, egal ob Nudelsuppe oder auch gebratene Nudeln. Ich werde euch in meinem Kanal noch viele dieser Gerichte zeigen, damit ihr sie zu Hause nachkochen könnt. Außerdem gibt es in Japan sehr viele verschiedene Restaurants. Es gibt überall verschiedene kleine oder große Restaurants, die auch sehr günstig sind. Der Vorteil bei japanischen Restaurants ist beispielsweise, dass es in fast jedem Restaurant Wasser oder Tee kostenlos gibt. Man muss in der Regel also nur das Essen kaufen, wenn man nicht Cola oder andere Drinks möchte. Auch sind die Preise in japanischen Restaurants häufig nicht so hoch, sodass man günstig auswärtiges Essen gehen kann. Das ist in Japan wirklich klasse. Ja, es gibt auch teure Restaurants, aber dort geht man nicht so häufig. Übrigens, meine Lieblingsmahlzeiten sind Sushi und verschiedene Eiergerichte. Ich werde euch in meinem Kanal noch viele japanische Gerichte zeigen. Nummer 2. Freundlichkeit und Höflichkeit. Japaner sind oft freundlich und höflich. Ich denke, in der japanischen Gesellschaft werden Japaner sehr zur Freundlichkeit und Rücksichtnahme erzogen. Wir lernen in unserem Leben vieles über Harmonie. Freundlichkeit oder Höflichkeit sind deshalb ein traditionelles Verhalten von uns. Ich versuche persönlich möglichst immer freundlich und höflich zu sein. Das ist aber nicht nur wegen der japanischen Gesellschaft. Wenn jemand zu mir freundlich ist, freue ich mich darüber. Ich mache es also selber, damit sich auch andere freuen können, wenn ich freundlich zu ihnen bin. Manche sagen, dass die Freundlichkeit und Höflichkeit in Japan sehr oberflächlich sind. Das stimmt vielleicht teilweise, zum Beispiel im Geschäftsleben. Aber viele in Japan sind auch ehrlich, freundlich und höflich. Ich als Japanerin finde die Freundlichkeit und Höflichkeit von Japanern ist nicht schlecht. Man fühlt sich viel besser, wenn man zueinander freundlich ist. Nummer 3. Service. Meiner Meinung nach ist der japanische Service sehr gut. In Japan gibt es ein Wort, Okyakusama wa Kami-sama. Das heißt, der Kunde ist Gott. Und als Kunde kann man sich in Japan beim Einkaufen sehr wohl fühlen, als wäre man ein Gott. Man darf sich aber natürlich nicht arrogant verhalten, auch als Kunde nicht.
Der japanische Service ist sehr rücksichtsvoll und die Liebe zum Detail ist in Japan allgegenwärtig. Es ist manchmal für die Angestellten sehr aufwendig, aber ich habe in Japan beim Einkaufen, Lieferung oder im Hotel und so weiter immer gleichmäßig gute Service bekommen. Dahinter versteckt aber viele Mühe von Arbeitern. Ich habe auch einmal in Japan im Servicebereich gearbeitet. Es ist manchmal wirklich schwierig, immer fröhlich zu sein und lächelnd zu bleiben. Aber wenn ich von Kunden Arigato, also Dankeschön bekomme, war ich einfach froh. Ich sehe den japanischen Service als Teil der respektvollen und rücksichtsvollen japanischen Mentalität. Nummer 4. Sauberkeit. Ich denke, Japan ist sehr sauber. Egal wo man in Japan ist, es ist meistens sehr sauber. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber insgesamt ist Japan eines der saubersten Länder der Welt, denke ich. Jeder, der mal in Japan war, wird mich verstehen. In Japan lernen wir schon in der Grundschule Zusammenarbeit. Nach dem Unterricht oder zwischen den Unterrichtsstunden müssen japanische Schüler die Schule putzen. Als ich ein Kind war, musste ich also auch die Schule jeden Tag putzen. Wir lernen in der Schule deshalb gemeinsam Sauberkeit, Solidarität und Zusammenarbeit. Interessant ist übrigens, dass es in japanischen Städten so gut wie keine Mülleimer im öffentlichen Raum gibt. Trotzdem sind die Straßen sehr sauber und es liegt nur ganz selten Müll auf der Straße. Aber wie halten Japaner die Straßen sauber? Wir nehmen den eigenen Müll nach Hause mit. Weil es draußen keine Mülleimer gibt, können wir nicht einfach den Müll irgendwo wegschmeißen. Es gibt manchmal Mülleimer, zum Beispiel vor Convenience Stores. Wenn man aber draußen keine Mülleimer findet, nimmt man dann den Müll nach Hause mit, damit die Straßen sauber bleibt. Es ist einerseits sehr lästig, Müll nach Hause mitzunehmen, aber andererseits ist es sehr angenehm, wenn die Straßen alle sauber sind. Also wenn ihr nach Japan reist, nehmt euren Müll zum Hotel oder so mit und entsorgt ihn dort. In der Stadt werdet ihr nur sehr selten Mülleimer finden. Nummer 5. Japan ist praktisch. Ich denke, Japan ist ein sehr praktisches Land. Es gibt überall verschiedene Geschäfte, Restaurants und auch öffentliche Toiletten, die sehr sauber und kostenlos sind. Auch wenn man in Japan spontan unterwegs zur Toilette gehen möchte, kann man relativ schnell eine Toilette finden. Es gibt überall öffentliche Toiletten, die sehr sauber und kostenlos sind. Beispielsweise in Convenience Stores, also in Konbini, gibt es meistens Toilette. Dort kann man eine kostenlose Toilette benutzen. Und diese Konbini gibt es in Japan fast überall. Ich habe aber nach der Toilette in Konbini immer extra etwas gekauft, auch wenn ich nur zur Toilette gehen wollte, als Dankeschön. Außerdem gibt es in Japan viele verschiedene 100-Yen-Shops. 1 Euro ist ungefähr zwischen 130 und 140 Yen. Daiso ist der bekannteste 100-Yen-Shop in Japan. Ich liebe diesen Laden einfach. Man kann dort sehr günstig, aber auch schöne, süße, praktische oder hilfreiche Waren kaufen. Und die Waren sind sehr hochwertig, obwohl sie sehr günstig sind. Es gibt unfassbar viele verschiedene, sehr praktische Produkte in 100-Yen-Shops. Wenn ihr mal in Japan seid, schaut euch die 100-Yen-Shops auf jeden Fall an. Nun erzähle ich euch, welche Dinge ich an Japan nicht mag. Nummer 1. Aussehen ist wichtig. In Japan ist das Aussehen sehr wichtig, deswegen trägt man oft schicke Kleidung und vor allem Frauen schminken sich immer, sogar wenn sie nur zum Supermarkt gehen. Als ich in Japan war, musste ich also oft auf meinen Aussehen sehr aufpassen, das kann manchmal Druck erzeugen. Ich fühle mich in Deutschland in diesem Punkt sehr viel wohler, weil ich in Deutschland besser leben kann, wie ich bin. Wenn man in Japan seinem Aussehen nicht aufpasst, wird man manchmal unterschätzt oder es wird über einen komisch geurteilt. Man muss also in Japan auf ein gepflegtes Äußeres achten. Zum Beispiel denkt man in Japan auch, dass japanische Jugendliche, die sich die Haare blond färben, schlecht erzogen oder missraten sind, weil die meisten Japaner schwarze oder braune Haare haben.
Sie wollen also absichtlich auffällig sein, deswegen denken Japaner schlecht darüber. Ich denke aber, das sind heutzutage oft auch schon altmodische Gedanken. Auch wenn Japaner ihre Haare blond färben, können sie gut arbeiten, sie sind auch gute Leute und haben gute Fähigkeiten. Ich denke, Japan ist nicht so individualistisch. Das Aussehen in Japan ist auch ein Teil von Gesellschaftsdruck. In diesem Video kann ich euch nicht alles erzählen, aber ich habe in Japan einen starken Gesellschaftsdruck gefühlt. Das möchte ich gar nicht. Nummer 2. Altmodisch. Japan gehört auch zu den hochentwickelten Ländern der Welt. Allerdings sind einige Sachen immer noch altmodisch. Zum Beispiel erlaubt Japan nicht, dass Homosexuelle in Japan heiraten dürfen. Und viele Leute haben immer noch altmodische Gedanken. Ein Grund dafür, den ich mir vorstellen kann, ist, dass viele Leute in Japan Beständigkeit und keine großen Veränderungen möchten. Japan ist ein sehr konservatives Land und ich denke, Japaner sind auch gegenüber dem Ausland sehr skeptisch. Viele Japaner möchten deswegen nicht ins Ausland gehen und sind oft verschlossen, wobei junge Japaner auch immer weltoffener werden. Zwar ist die Technik in Japan super fortschrittlich. Es gibt Roboter, super viel Unterhaltungselektronik, über verschiedene Automaten, automatische Kassensysteme und so weiter. Allerdings sind einige gesellschaftliche Bereiche noch nicht so weit. Nummer 3. Ein herausragender Nagel wird eingeschlagen. Ein weiterer Punkt ist, dass Japan eine zu stark hierarchisch strukturierte Gesellschaft hat. In allen japanischen Gesellschaftsbereichen gibt es wirklich sehr starke Hierarchien. Zudem, wenn man in Japan etwas Auffälliges bzw. etwas anders macht, was andere nicht machen würden, könnte man dann merkwürdig angeguckt oder ungerecht behandelt werden. Das geschieht nicht nur in der Schule, sondern auch im Arbeitsumfeld. Zum Beispiel, als ich in Japan eine Schülerin war, hat man bei uns oft streng kontrolliert, ob unsere Schuluniform richtig getragen wird, ob unsere Haare nicht gefärbt sind und so weiter. Wenn meine Haare ein bisschen braun wären oder mein Rock sehr oberhalb der Knie wäre, wurde ich auch gefordert, meine Haare wieder dunkler zu machen und den Rock richtig zu tragen. Auch können Japaner bei der Arbeit nicht so lange Urlaub am Stück nehmen. Keiner nimmt lange Urlaub, weil andere das auch nicht machen. Oder wenn man etwas Auffälliges bei der Arbeit macht, könnte es sein, dass man dann angewiesen wird, das nicht mehr zu tun, weil die anderen es auch nicht machen. Ein Herausragender wird eingeschlagen, sagt man in Japan. Auf Japanisch, derukui wa utareru. Ich habe ähnliche Erfahrungen in Japan gemacht, als ich noch damals in einem japanischen Unternehmen gearbeitet habe. Ich werde zu meinen Erfahrungen in japanischen Unternehmen auch noch ein eigenes Video machen. In Japan gibt es also oft ein stillschweigendes Einverständnis und eine hierarchisch strukturierte Gesellschaft. Konformität ist auch in Japan sehr wichtig, alle sollten ungefähr gleich sein. Ich wollte in Japan immer wieder etwas anders machen, was andere nicht machen würden. Ja, ich konnte mich vielleicht nicht an die japanische Gesellschaft anpassen. Nummer 4. Viele Katastrophen. In Japan gibt es sehr viele Naturkatastrophen, zum Beispiel Erdbeben, Taifun und so weiter. Außerdem gibt es auch ein Risiko von Vulkanausbrüchen oder Erdrutschen, weil es in Japan viele Berge gibt. Ich habe bisher in Japan 2 große Erdbeben erlebt. Das eine war im Jahr 1995 das Hanshin-Awaji-Erdbeben in Kobe und das andere im Jahr 2011 das Tohoku-Erdbeben in Tohoku. Ich habe Gott sei Dank weit weg gewohnt, deswegen habe ich nichts Schlimmes erfahren. Aber ich war damals sehr traurig, als ich sehen musste, was in Japan geschehen ist. Was Naturkatastrophen angeht, finde ich Japan gefährlich. Nummer 5. Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld. Die japanischen Arbeitsbedingungen sind leider nicht so gut wie in Deutschland. In Japan hat man in der Regel nur 10 Tage bezahlte Urlaub für das erste Jahr. Jahr für Jahr bekommt man dann mehr Urlaubstage, aber es ist immer noch nicht so viel wie in Deutschland.
In Japan gibt es aber mehr Feiertage und wenn ein Feiertag auf ein Wochenende fällt, wird der folgende Montag als ein Feiertag behandelt. Diesen Punkt finde ich sehr gut, aber es gibt in Japan eine Tendenz, dass man seinen bezahlten Urlaub nicht an einem längeren Stück nimmt, sondern nur tageweise. Außerdem gibt es in Japan eine Kultur, dass es quasi normal ist, wenn Japaner Überstunden machen. Die Arbeitsbedingungen oder das Arbeitsumfeld sind aber sehr unterschiedlich zwischen Firmen in Japan. Es gibt gute und schlechte Firmen in Japan, so wie überall. In Japan unterscheidet man zwischen zwei Firmenarten. Es gibt eine gute Firma, die in Japan auch White-Kigyo, also White-Unternehmen genannt wird. Und es gibt eine schlechte Firma, die Black-Kigyo, also Black-Unternehmen genannt wird. Die Arbeitsbedingungen sind in White-Unternehmen deutlich besser als in Black-Unternehmen. Heutzutage gibt es Stück für Stück mehr White-Unternehmen, aber kleine oder mittelgroße Unternehmen sind oft Black-Unternehmen. Aber ja, natürlich nicht alle. Mein Eindruck ist, dass internationale und große Firmen aus dem Ausland eher White-Unternehmen sind, aber wie gesagt, ist das sehr unterschiedlich. Ich habe insgesamt ungefähr 27 Jahre in Japan gelebt. Ich habe meine ganze Schulzeit in Japan verbracht, an einer Uni in Japan studiert und in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Ich habe also den typischen Lebensweg zum Erwachsenwerden einer Japanerin erlebt. Ich bin aber noch jung und ich kenne natürlich nicht alles aus Japan. Auch sind meine Erfahrungen nur subjektiv. Andere Japaner haben natürlich auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich möchte meine Erfahrungen deshalb nicht verallgemeinern. Was ich in diesem Video erzählt habe, ist also nur aus meiner Ansicht und Erfahrungen. Interpretiert es also bitte nicht falsch, jedes Land hat gute und schlechte Punkte und ich mag sowohl Deutschland als auch Japan. Wer Interesse an Japan und japanischer Küche hat, schaut gerne weiter meine Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und bitte abonniert gerne meinen Kanal, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Videos zur japanischen Küche und Japan möchtet. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dann ciao!